Es wird gar nicht mehr, oh, wie riecht der Duft? Warte mal. Ach ja, wie ist denn die Haltbarkeit Silage? Es wird nur über Silage und Haltbarkeit geredet. Der Duft ist unwichtig. Der Duft ist komplett unwichtig. Freunde, jetzt mal Real Talk ist wieder am Start. Ja, das mögt ihr ja gern. Habe ich so viele Nachrichten bekommen und ja, jetzt habe ich mal wieder eine Ausgabe und zwar habe ich mal so ein bisschen was auf dem Herzen, weil es geht mir wirklich ein bisschen auf die Eier. Wirklich. Was heißt ein bisschen? Eigentlich schon mehr, weil es geht hier doch grundsätzlich um Düfte. So, um Düfte. Ich habe aber langsam das Gefühl, es geht hier nur noch um Silage, also um die Ausstrahlung und um die Haltbarkeit. Ich weiß, dass die Jugend, ich will jetzt nichts hier schlecht machen, aber ich weiß, dass das heutzutage alles ein bisschen schnell gehen muss. Das muss vorgeskippt werden, es muss gespult werden. Ich frage mich manchmal, wie die Filme gucken, wahrscheinlich gar nicht. Und wenn, keine Ahnung wie, es muss alles schnell und schnell gehen. Ja, alles schön und gut. Okay, finde ich zwar auch schrecklich, aber alles schön und gut. Oder es muss natürlich mehrmals gecuttet werden. Videos müssen 500 Millionen Mal geschnitten werden, dass man schon nicht mehr ganz dicht wird in der Birne. Bin ich auch kein Freund von. Und entweder kann man das so aus dem Stegreif oder man lässt es oder was auch immer. Natürlich kann man ein bisschen Schnitte machen, ist ja alles schön und gut, aber man muss es auch nicht übertreiben, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist jeder wie er es möchte natürlich, ne? Aber hier haben wir zum Beispiel Düfte, zum Beispiel wie Creed. Oder jetzt tatsächlich auch Ombre Nomade. Man muss natürlich, oder man sollte nicht so viel geben auf manche Kommentare, auf manchen Schwachsinn, der geschrieben wird, weil Leute wollen einfach auffallen, sitzen zu Hause, haben Langeweile, keine Ahnung. Weil zum Beispiel Ombre Nomade hält 2-3 Stunden. Come on, Leute. Eure Nase, ich habe schon mal gesagt, eure Nase ist dann kaputt oder überfordert. Nochmal, aber macht doch nicht diesen Duft dann schlecht. Weil das ist absoluter Schwachsinn, dass dieser 2-3 Stunden hält. Der ist genauso länger auf der Haut. Den nimmt man natürlich grundsätzlich noch schneller weniger wahr, weil, ja, er wurde eben verwässert. Natürlich hält der nicht mehr so wie früher und strahlt auch nicht mehr so aus. Aber nochmal, Aventus war auch nie Beast Mode. Fakt ist, dass es geht ja darum, dass nur über Haltbarkeit, es wird gar nicht mehr, oh, wie riecht der Duft? Warte mal. Ach ja, wie ist denn die Haltbarkeit Silage? Es wird nur über Silage und Haltbarkeit geredet. Wie lange hält der Duft? Es wird gar nicht gefragt, wie der riecht der Duft. Stell mal ganz kurz weg. Es wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Überhaupt nicht mehr. Es wird nur noch über Haltbarkeit und der Ausstrahlung gesprochen. Das finde ich fürchterlich. Der Duft ist unwichtig. Der Duft ist komplett unwichtig. So, es läuft alles irgendwie in die falsche Richtung. Früher hat da kein Mensch drüber gesülzt. So, das hat keinen Menschen interessiert. Entweder hat er 6 Stunden gehalten, entweder hat er 9 Stunden gehalten oder 15 oder 4. Kein Mensch interessiert es. So, und die Ausrede zu benutzen, ja, wenn man einen 400-Euro-Duft kauft, oder noch einen teureren, Roger Parfüm zum Beispiel, der musste auch so und so halten. Nein. Der Chef von Roger Parfüms, Roger Darf, persönlich sagt, ein Duft muss ein Begleiter sein. So. Ein Duft soll nicht erschlagen, sondern soll ein Begleiter sein. So. Dass das natürlich von ihm kommt, ist klar. Es passt auch zu der Brand. So, die ist teuer, muss sich auch nicht jeder kaufen, soll sich auch nicht jeder kaufen, denn. So. Aber und zur Not, ich könnte hier stundenlang drüber reden. Das Ding ist, zur Not, wenn euch das alles stört, dann testet doch die Düfte vorher. So. Also ich verstehe das nicht. Und es gibt auch nicht so viel, es gibt auch keine Ausreden mehr, dass Roger Darf oder Roger Parfüms steht inzwischen auch in manchen Parfümerien. Ne? Also man kann die inzwischen selbst testen. Man muss diese Brand nicht blind kaufen. So, ne? Also man muss keine für Diaghilev 1000 Euro ausgeben, einfach so, sondern man kann ihn kaufen. Davon abgesehen ist das natürlich ein Beast Mode Duft. Aber ich will nur sagen, diese Marke zum Beispiel muss oder soll ein Begleiter einfach sein, weil das elegant sein soll und nicht ein Erschlagen soll. Ich finde das auch geil, wenn ein Duft einen erschlägt, ja, aber ich meckere auch nicht, wenn es nicht so ist. Man kann da ja mal drüber reden, aber doch nicht dauernd.
Oder bevor, ich kenne den Duft gar nicht. Wie ist die Haltbarkeit? Wie ist die Silage? Alter, wo sind wir denn? So, und das gibt ja, man könnte jetzt noch viel mehr ausführen. Das ist ja nicht nur bei Düften, sondern in allgemein. Auch hier in meinem Kanal, es wird auch jetzt wieder mit Absicht, interessiert mich, ich antworte da nicht mehr drauf. Auch nicht auf 3 Stunden Ombre Nomad. So, entweder habt ihr ein Fake gekauft oder, natürlich habt ihr kein Fake gekauft, die sagen dann natürlich, nee, habe ich genau bei Louis Vuitton im Store gekauft. Ja, klar. Und Fakt ist, guck mal, dieser Duft, ich habe vielleicht noch, ich weiß nicht, ob der reformuliert worden ist, ich habe noch den ersten Louis Vuitton. Der hält 15, 16 Stunden und strahlt aus wie von hier bis zum Mars. So, Fakt ist aber, dass ich auch die neue Version kenne und die hält trotzdem locker 9 bis 10 Stunden, genauso wie Naxos. Da ist, also ich weiß nicht warum, dann kauft doch gar nicht, diskutiert doch gar nicht drüber. Wahrscheinlich sind das sogar Leute, die noch nicht mal Düfte zu Hause haben. Ich weiß nicht, Hauptsache irgendwie was reinschreiben. Das kann natürlich mal sein, dass es einen Menschen gibt, mehrere, die wirklich ganz schlechte Haut haben, dann hält der nicht. Ja, aber grundsätzlich, hauptsächlich seid ihr oder ist die Nase tot. Wenn ihr jeden Tag Düfte benutzt, dann kann die Nase irgendwann nicht mehr. Und zwar nach 20 Minuten ist Endstation. So, und wie gesagt, die anderen Argumentationen mit hier, da, je und das ist absolut bla. Und ich höre da auch nicht mehr drauf. Und ich hau die auch weg, die Kommentare irgendwann, weil das nervt. So, ich bin einer, der macht das sonst nicht. Ne? Mir ist es so egal, aber ganz ehrlich, die Leute, die diesen Duft kaufen wollen, ihr könnt doch nicht dann unterschreiben, so und so hält der nur. So. Oder mit den anderen Düften hier alle, die sind alle bei mir schlecht. Die sind alle bei mir schlecht. Ja, und deswegen sind sie bei den anderen auch schlecht? Das ist doch absoluter Quatsch. Kannst doch nicht von dir auf andere schließen und sagen, so und so ist das. Das geht doch nicht. So, und deswegen lasst das doch. Macht doch nicht alles schlecht. Aber das ist auch typisch hier, ne? Natürlich, auch in Amerika wird, naja, nicht so extrem drüber diskutiert wie hier. Also ganz ehrlich, dass man da mal drüber redet und dass man sagt, so und so, Aventus und Co. sind nicht mehr so stark, ja. Aber dass das nur um dieses Thema geht, statt um den Duft, das gibt's wirklich nur hier. Und das ist dann wieder diese typische deutsche Mentalität, meckern, meckern, meckern. Weißt du, aber, na, wir schweifen ab. Wir wollen das auch nicht, ich will jetzt auch nicht politisch werden, sondern das gehört hier nicht hin. Aber Fakt ist, es ist einfach eine Mentalität des Deutschen, zu meckern, zu jammern und dann kauft euch einfach keine Düfte. Lasst es. Ich spreche jetzt nicht euch an, ne? Also die Leute, ich will das allgemein sein. Ich spreche die Leute an, ob sie jetzt hier auf meinem Kanal sind, die meckern oder irgendwo noch nie auf meinem Kanal hier waren. Ich rede und sage nur, dann kauft keine Düfte, sucht euch ein anderes Hobby, Briefmarken, Münzen, keine Ahnung was, aber keine Düfte. So. Das ist so, als wenn schön, ach nee, lassen wir es. Ich wollte jetzt mit Rum und Whisky jetzt irgendwas vergleichen und auf der Zunge und der Schafe und das ist aber immer noch was anderes. Aber Düfte ständig nur über die Haltbarkeit und Ausstrahlung finde ich schlimm. Und es nervt, weil es zu penetrant ist. Das wird auch nicht nur hier sein. Es läuft ja, das wird 100%, ich weiß das nicht, aber wenn ich jetzt gucken gehe, ich gucke ja nicht, wird es bei anderen wahrscheinlich genauso sein, die hier Düfte vorstellen. Überall redet man nur von der Haltbarkeit und Ausstrahlung. Also, ich gehe jetzt ja nur von mir aus, weil ich gucke ja nur hier und ja, das dazu. Was soll ich dazu sagen? Also, ich finde es schlimm, aber hört endlich mal auf und genießt die Düfte. So. Also Leute, schreibt mal runter, vor allen Dingen für die Hardcore-Zuschauer hier, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Und natürlich, ich weiß, es geht um Haltbarkeit. Klar, ein Duft muss keine Stunde riechen. Aber es gibt ja sogar Menschen, das habe ich noch vergessen zu sagen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die meckern über Düfte rum, die 20 € kosten. Deswegen sage ich denn, nehmt euch Briefmarken als Hobby. Weil ganz ehrlich, was erwartet ihr denn von einem 20 oder am besten noch ein Drogerieduft, der 5 € kostet, soll natürlich 20 Stunden halten. Natürlich soll auch geil am besten 40% Ölanteil haben. Zum Beispiel hat auch einer mal angeschrieben, Rammstein, es wird immer teurer, müsste viel länger halten. Also erstens muss dann mehr Ölanteil in einen Duft. Und umso mehr Ölanteil in einen Duft reinkommt, umso teurer wird der Duft. Es geht nicht darum, dass Rammstein die könnten das bezahlen. Aber dann müsstest du einen Rammstein-Duft bei
DM, Rossmann oder wie die ganzen Läden heißen, müsstest du mindestens für 150 € reinstellen. So, und kauft den einer da? Ganz bestimmt nicht. So, also Leute, reinhauen. Ihr wisst, was ich sagen wollte, damit ihr habt's verstanden. Und meine Hardcore-Follower nochmal vielen Dank, dass ihr immer am Start seid. Wissen so, was ich meine. Also Leute, reinhauen und bis zum nächsten Mal.